Hey liebe Backfreunde, heute zaubern wir herrlich fluffige Dinkelbrötchen, ganz traditionell von Hand, ohne Maschine. Alles was wir für den Teig brauchen sind 400 Gramm Dinkelmehl Type 630, 8 Gramm Salz, 20 Gramm Hefe oder alternativ 7 Gramm Trockenhefe, 20 Gramm Brötchenbackmittel oder 7 Gramm Honig und 260 Milliliter Wasser. Wir fangen mit dem Dinkelbrühstück an, dafür nehmt ihr 50 Gramm Dinkelmehl und 80 Milliliter kochendes Wasser, vermengt das alles schön zusammen, deckt es dann mit einer Frischhaltefolie ab, dass es ganz nah am Teig ist, damit die Feuchtigkeit nicht verfliegt. Wir brauchen das Brühstück für den Teig, weil Dinkel tendiert dazu schnell auszutrocknen und wir machen damit den Teig saftiger. Wir fangen an mit dem Wasser und der Hefe und verschlemmen die komplett. Wenn die Hefe verschlemmt ist, die ganzen restlichen Zutaten rein. Dinkelmehl 630, Salz, Backmittel und das Brühstück, was ihr euch vorbereitet habt und es schon ganz kalt ist. Das verknetet ihr jetzt in der Schüssel zu einer homogenen Masse, dann nehmt ihr etwas Dinkelmehl und legt es auf die Tischplatte, weil jetzt fängt die Arbeit erst richtig an. Am besten den Teig immer schön auseinanderziehen und zerreißen und wieder zusammenführen. So stärkt ihr das Klebereiweiß und verknüpft die Eiweißstoffe zusammen. Dadurch entsteht der Teig. Ihr seid so gesehen heute die Teigmaschine. Was noch eine Methode ist, ihr könnt den Teig einfach dehnen und falten. Dann nehmt ihr 90 Grad Winkel, dehnt wieder und faltet ihn rüber. Wenn der Teig dann nicht mehr an der Tischplatte klebt, ist er meistens fertig. Ihr könnt aber aus Sicherheit einfach noch die Fensterprobe machen, um zu schauen, wie sich das Klebernetz gebildet hat. Wenn der Teig fertig ist, formt ihr eine Kugel und bemehlt die Tischplatte und den Teig oben und deckt den ab. Der muss nämlich jetzt für 15 Minuten ruhen. Nach der Ruhephase teilen wir den Teig in 8 gleich große Stückchen ein und ich werde euch 3 Varianten zeigen, wie ihr die Teiglinge aufarbeiten könnt. Die erste sind ganz normale runde Brötchen, die ihr am Ende in Dinkelmehl tunkt. Die zweite Variante ist längliche Brötchen, die ihr entweder tunkt oder einfach so lässt und die könnt ihr am Ende auch schneiden. Ich habe keins davon geschnitten. Und die dritte Variante sind Rosenbrötchen. Dafür nehmt ihr etwas Olivenöl und schmiert eure Handfläche damit und klieft die Brötchen auf dem Olivenöl. Aber es darf nicht zu viel Olivenöl sein, sonst gehen eure Brötchen weiter auf, als ihr möchtet. Sobald ihr alle Brötchen aufgearbeitet habt, deckt sie mit einem Tuch ab, die müssen nämlich jetzt reifen. Das kann jetzt 1 bis 2 Stunden dauern, es kommt darauf an, wie viel Grad es bei euch zu Hause hat. Wow, schaut euch mal die Dinkelbrötchen an. Die sind jetzt fertig gereift. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie jetzt noch einschneiden, ich mache es nicht. Wir schieben die jetzt in den Ofen bei 210 Grad Ober-Unterhitze. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was das für Steine sind. Das sind Lavasteine, die brauche ich, damit ich mehr Oberfläche habe, um mehr Dampf zu produzieren. Die findet ihr in jedem Baumarkt oder einfach online. Der Wecker hat jetzt geklingelt und die Brötchen sind fertig. Wir holen sie jetzt mal raus. Oh, schaut euch die mal an, das sind ja richtige Bomben. Richtig schön, so wie ich sie haben wollte. Jetzt schneiden wir mal eins auf und schauen, wie sie von innen aussehen. Ja, man sieht's. Leider war das Backblech nicht heiß genug und deswegen sind die unten sehr hell geworden. Deswegen sieht man das auch an der Krume. Aber die sind trotzdem richtig fluffig und auch richtig lecker. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr von diesen leckeren Rezepten sehen möchtest, abonniere den Kanal, like dieses Video und wir sehen uns im nächsten Video. Du Backstar!